Hallo, ich bin der Felix, Azubi in der Notebook-Werkstatt von IPC Computer und heute zeige ich euch einen Teardown von diesem Gerät, ein Lenovo X1 Carbon der 5. Generation, und ich hoffe, nach diesem Video könnt ihr auch euer Notebook selbst zerlegen. Das ist jetzt das Lenovo X1 Carbon. Hier entfernen wir die Bodenplatte. Bei diesem Gerät entfernt man die Schrauben nicht vollständig, die bleiben in der Bodenplatte vorhanden. Deswegen nicht mit Gewalt die Schrauben rausziehen, sonst macht man die Halterung in der Bodenplatte kaputt. Hier entfernt man auch nur die 5 Schrauben. Hier sind unter den Gummifüßen keine Schrauben vorhanden, wie bei manch anderen Notebooks. Dann geht man einfach mit einem kleinen flachen Tool hier dazwischen und hebelt es etwas auf. Nicht zu viel Gewalt verwenden. Zum Beispiel bleibt bei diesen Schrauben manchmal die Schraube etwas noch im Notebook drin. Deswegen einfach nochmal nachdrehen, falls es stecken bleibt. Und dann sollte man das Notebook ganz normal aufbekommen und die Bodenplatte abnehmen. Danach kann man den Akku hier entfernen mit den Schrauben, die am Akku direkt dran sind. Die lösen sich dann auch hier raus. Diese bestenfalls zusammen an einen Punkt legen, dass man sie nicht mit den anderen Schrauben vertauscht, weil die Länge sich variiert zwischen den Schrauben am Mainboard sowie als auch am Akku. Und wenn man die falschen Schrauben verwendet, könnte es sein, dass bei der Tastatur die Schrauben wieder rauskommen. Danach entfernen wir die Kabel der LTE-Karte, um den Akku entfernen zu können. So, und das zweite. Am besten auch nicht zu arg knicken, da sonst ein Kabelbruch entstehen könnte, und dann gerade an den Füßen hier vorne den Akku anheben und entfernen. An dieser Stelle kann man hier das Gelpad etwas hochziehen, um das Kabel des Touchpads zu enthüllen, um dies zu entfernen. Das Touchpad entfernt man mit diesen 4 Schrauben in dem Topcase. So. Und die letzte. Danach legt das Touchpad einfach nach dem Anheben des Topcases auf dem Display. Man kann es ebenfalls entfernen. So. Danach kann man die Lautsprecher entfernen, da diese unten im Topcase drin sitzen und an dieser Stelle am einfachsten zu entfernen sind. Ab und zu sitzen die Schrauben etwas stärker drin, da sie etwas eingeklebt sind manchmal. Aber darauf achten, dass man etwas Druck auf die Schrauben ausübt, dann tut man auch die Gewinde nicht kaputt machen. Hier kann man dann einfach die Lautsprecher den Kabeln entlang aus dem Kabelkanal entfernen und wieder darauf achten, dass man das Kabel nicht zu arg strapaziert. Danach den Steckverbinder hier aus der Platine ziehen und die Lautsprecher sind entfernt. Danach kann man diese kleine Platine hier lösen, indem man die Schraube hier entfernt und gerade die Platine abzieht. Und das Flachbandkabel dann nun von dem Mainboard auch löst. So, jetzt entfernen wir die LTE-Karte, von der wir eben die Kabel entfernt haben. Diese gerade etwas anheben und mit leichtem Druck seitlich wieder rausnehmen. Hier ist die WLAN-Karte, hier auch gerade die Kabel lösen, wieder nicht an den Kabeln ziehen, sonst könnte man den Kabelbruch verursachen. Auch die Schraube lösen, etwas anheben und gerade seitlich lösen. So. Hier ist die SSD. Hier ebenfalls wie bei den anderen beiden Karten die Schraube lösen, anheben und gerade rausziehen. Darunter befindet sich ein Gelpad, das zur leichten Kühlung der SSD dient. Dieses am besten nicht entfernen, da man es zerstören könnte sonst, da es sehr fragil ist. Die Antennenkabel der WLAN- und Bluetooth-Karte gerade wieder hier dem Kabelkanal folgen und entfernen. Hier endet das erste Kabel, das zweite Kabel
gerade hier entlang folgen, das endet an dieser Antenne. Die Antennen kann man mit dieser Verschraubung auch entfernen. Danach kann man die beiden Displaykabel lösen, einmal dieses hier und dann das auf der anderen Seite. Dann kann man die BIOS-Batterie aus dem Topcase entfernen. Die ist etwas eingeklebt, deswegen keine Angst, ein bisschen Druck dahinter bringen, dann löst die sich auch vom Topcase, aber am besten nicht vom Mainboard abnehmen, da sich sonst das BIOS wahrscheinlich zurücksetzen wird und man dann im BIOS nochmal die Uhrzeit und das Datum neu konfigurieren muss. Danach kann man diese Antennen lösen von der LTE-Karte, auch mit den 2 Verschraubungspunkten hier. Und auch gerade etwas anheben. Diese sind dann auch hier mit dem Kupferpad verklebt. Da sollte man auch darauf achten, dass man nicht zu viel dran zieht. Das ist etwas kompliziert, die hier anfangs rauszubekommen, aber sie lösen sich auch ziemlich schnell. So. Auf der anderen Seite dasselbe, mit den 2 Verschraubungspunkten lösen und dann wieder die Antenne entfernen. Und darauf achten, dass man das Kupferpad nicht von der Antenne abreißt. Hier ist ein kleiner Steckverbinder, auch auf der Platine. Diesen entfernen, bevor man ihn aus Versehen vielleicht abzieht. Und dann wieder mit etwas Fingerspitzengefühl das Kupferpad entfernen. So. Danach kann man diese Platine hier entfernen mit den 2 Verschraubungspunkten. Und auch mit etwas Gefühl aus dem Notebook entfernen, da die Kopfhörerbuchse auch in dem Topcase hier mit eingesetzt ist. Das Flachbandkabel etwas anheben und aus der Buchse hier entfernen. Hier entfernen wir die 2 Tastaturkabel. Das eine ist für die Tastatur selbst, dass die Signale kommen, und das andere das Backlight-Kabel. Diese gerade aus den Steckverbindern rausziehen. Und dann können wir eigentlich schon beginnen, das Mainboard loszuschrauben. Nachdem man die Mainboard-Schrauben entfernt hat, kann man nun die Schrauben vom CPU entfernen. Diese immer über Kreuz lösen, damit man nicht zu viel Druck auf die Platine bringt. Diese Schrauben bleiben auch hier in den Verschraubungen vorhanden, also nicht mit Gewalt versuchen sie rauszubekommen, da man sonst auch die Verankerung in dem Metallstück hier kaputt machen könnte. Danach gerade den Kühler etwas anheben, den Lüfter hier herauslösen, nicht zu arg an den Kabeln ziehen, etwas wackeln und es entfernt sich, und den Kühler anheben. Nachdem man den Kühler angehoben hat, sieht man hier noch die beiden Kabel. Diese auch durch Lüften des Scharniers hier entfernen oder wieder durch etwas Fingerspitzengefühl rausziehen. Es ist theoretisch einfacher, wenn man ein kleines Werkzeug hat, das etwas flacher ist, dann kann man es einfach herausziehen. Nachdem man alle Schrauben entfernt hat, kann man das Mainboard mit einem seitlichen Ziehen und etwas Wackeln leicht aus dem Topcase wieder lösen. Hiermit hätten wir so gut wie den Großteil des Notebooks entfernt von dem Topcase. Es fehlen nur noch diese 2 Platinen und die Scharniere, dann hätte man das Topcase komplett auseinandergenommen. Zuletzt entfernen wir noch die Scharniere aus dem Topcase, dann kann man das Topcase gleich einfach anheben. Hier sieht man noch die Verschraubungspunkte der Tastatur.
Diese lösen wir in dem Video nicht, da es sonst zu lange dauern würde, aber falls man die Tastatur tauschen möchte, muss man alle Schrauben hier einzeln entfernen und man kann die Tastatur aus dem Topcase herausheben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und falls ihr doch noch Probleme hattet, könnt ihr auch einen Kommentar da lassen.